Aus unserer Sicht eignet sich Dialfire besonders für die Energiewirtschaft, weil es sowohl schnell und hoch skalierbar ist, als auch eben Prozesse verschiedenster Komplexität mühelos so darstellen kann, dass sie halt im Contact Center umsetzbar sind. Ja, ich bin André, 40 Jahre jung, bin jetzt seit 10,5 Jahren mittlerweile bei der GWCOM, bin Prokurist und in der Hauptverantwortung für die operative, im Kern so das Projektmanagement. Also ich betreue übergreifend all unsere Partner, sind mittlerweile 87 und kümmere mich dort eben von der Ausschreibung begleitend über die Einrichtung, die technische des Projektes, die Implementierung bis hin dann in die operative, in den Livegang. Angefangen hat die GWCOM vor mittlerweile fast 20 Jahren als klassisches Center für Outbound Sales und mittlerweile haben wir uns zu einem Multi-Channel Contact Center entwickelt, kann man so sagen. Wir sind mittlerweile an 14 Standorten über den Globus, noch vornehmlich in Europa, auch das wird sich noch weiter ändern in der Zukunft, haben über 2.500 Mitarbeitende in nahezu 80 Sprachen und ich glaube, ein Teil unserer Strategie, auch unseres Erfolgskonzeptes, ist das Thema Diversität, also auch bei unseren Partnern. Wir sind in verschiedensten Branchen tätig. Wir haben natürlich unsere Schwerpunkte, ob das Energiewirtschaft ist, ob das Tourismus ist, stationärer Handel, E-Commerce und noch ein paar weitere, Transport, Logistik. Aber sonst sind wir tatsächlich sehr breit über alle Branchen aufgestellt. Hier bedienen wir tatsächlich auch dieses genannte Spektrum. Wir machen einmal für eine Vielzahl regionaler Versorger, beispielsweise Sachsenenergie, Stadtwerke Bielefeld und noch viele mehr, den klassischen First-Level-Kundensupport im Voice und Non-Voice, wo es wirklich von einfachsten Themen wie Fragen zum Zählerstand, zur Ablesung, zu Abschlagsänderungen, Stammdatenänderungen, bis aber auch komplexeren Themen, Tarifberatungen, auch ich sag mal, Vertragsmodelle, natürlich auch den Complaints-Part, wo es dann im Beschwerdemanagement Fälle zu bearbeiten gilt. Und für diese Partner machen wir nicht nur das, ich sag mal, Strom, Gas, also Energienetz, sondern dort hängt ja oftmals auch noch der Bereich städtische Bäder oder auch Versorgung mit schnellem Internet dran. Ja, und das muss dann eben über das Team so gebündelt werden, dass man halt inhaltlich vom Wissensmanagement, vom Schulungskonzept, aber auch in der technischen Infrastruktur eben entsprechend flexibel aufgestellt ist, weil dieses Geschäft natürlich auch in der Regel saisonalen Schwankungen unterliegt und dann hat man halt die Herausforderung, man hat irgendwie 50 Leute über das ganze Jahr, die dann halt die Experten sind und dann brauchst du in einem Monat oder 2 Monaten 30 Leute zusätzlich, die halt auf bestimmte Themen geskillt werden müssen und dort muss halt eben dieses Zusammenspiel von operativer Erfahrung, Expertise mit aber eben auch technischen Lösungen, die eben diese Skalierung sowohl in den Prozessen als natürlich auch in der Anbindung von Menschen möglich macht. Neben den genannten komplexen Prozessen gibt es natürlich auch die Low-Hanging Fruits, also so einfache Prozesse. Meistens auch die einfachen Prozesse, die halt enorm skalierfähig sein müssen und wo auch ein hoher Anspruch besteht, dort halt die Effizienzen rauszuholen. Ein Beispiel sind klassisch Abschlagsänderungen. Ja, wenn eben die Kundinnen und Kunden, der Versorger, ihren jährlichen Bescheid bekommen über das Jahresresultat und damit einhergehende Abschlagsänderungen, rufen die an und wollen eine andere Änderung, haben Fragen dazu. Und das sind grundsätzlich relativ einfach strukturierte Prozesse. Und hier haben wir eben für unsere Kunden aus der Energiewirtschaft oder für die ersten Kunden diese Prozesse komplett automatisiert über einen Bot, über einen Voice-Bot, wo auch die Absprungmöglichkeit für den Kunden natürlich da ist, zum Mitarbeitenden, wenn sie oder er nicht zufrieden ist mit der Lösung. Aber ja sehen wir tatsächlich, dass die Absprungrate
zum Mitarbeitenden mittlerweile bei unter 20% liegt. Das heißt, hier können wir für den Auftraggeber einen extremen Mehrwert schaffen. Ja. Klar, fehlt mir das Volumen der Laien, aber der strategische Wert zu sagen, man kann sich als Partner darstellen, der eben diese Lösungen anbietet, ja, der ist natürlich viel höher, ja, als jetzt das verlorene Volumen in einfachen Themen.